Ja, da mussten wir nicht lange warten auf das neue Event. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Flyf PC, Flyf Online Video mit der Erwartung vom 21. März. Wir haben folgende Neuigkeiten. Also erstmal der Neujahr-Event-NPC wurde entfernt, aber gut, ich denke mal, das hat sich erledigt, schon seit langer Zeit für die meisten. 2024 Milli-Monka-Event wird nicht beendet, sondern stattdessen bis zum 4. April verlängert. Finde ich ganz cool, weil dadurch habe ich jetzt doch noch ein bisschen Zeit zu farmen. Weil seit dem letzten Video ist obviously nicht viel passiert, logischerweise. Und ja, dann der eine NPC, dieser Hell's Cook Event, wird bei der nächsten Wartung entfernt, Sammeldrachen-Talisman-Event entfernt und Oster-Event 2024 beginnt. Und das ist auch das, was wir uns jetzt angucken. Das Oster-Event 2024 vom 21. März bis zum 25. April. Und es besteht aus 2 Teilen, Teil A und Teil B. Teil A, da müssen wir Monster in der Open World sammeln und eine tägliche Quest abschließen. Man muss oder man kann eine tägliche Quest annehmen, da kann man dann Easter Wishing Egg 2024 droppen. Ohne die Quest kann man es nicht droppen und muss dann eben die Osterhasen, die überall in der Open World spawnen, töten. Man droppt eben das Easter Wishing Egg, aber nur mit Quest, Egg Basket 2022 sehengebunden und Easter Egg 2024. Und genau. Das war es eigentlich schon so ziemlich. Sobald ihr die tägliche Quest abgeschlossen habt, könnt ihr 50 mal Easter Wishing Eggs gegen ein Easter Zertifikat 2024 tauschen. Und wo steht das hier noch mit den zusätzlichen Drops? Naja, hier steht es, und zwar wird nicht mehr droppen, sobald ihr die Quest abgeschlossen habt. Bedeutet aber auch, theoretisch könnt ihr die Quest einmal annehmen und dann direkt 1000 Easter Wishing Egg 2024 farmen, sofern man so viel Zeit hat oder sofern man so viele droppt. Und sie dann einfach nach und nach täglich abgeben. Weil man kann ja täglich nur 50 abgeben, aber du kannst täglich, bevor du die Quest abgeschlossen hast, natürlich viel mehr als 50 farmen. Genau. Und ja. Was kann man dann mit diesem Easter-Zertifikat machen? Man kriegt ein Cherry Blossom Queen Antinous Pet, Wolf-Kostüm, Rabbit-Kostüm, Baby Rabbit, Egg Basket gebunden, Skull of Cancel Awakening und Skull of G Protect. Eventboxen. Das ist das Cherry Blossom Queen Antinous Pet. Muss ich persönlich sagen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, dass jetzt die ganzen Bossmonster nach und nach als CS-Pets releasen, muss ich ehrlich zugeben, finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Das war so das, was man sich früher immer gewünscht hätte, vor Ewigkeiten. Dann weiß gar nicht, ob es da immer eine Ausrede für gab oder so, keine Ahnung, aber es gab, aus irgendeinem Grund haben sie es nicht gemacht, ich weiß auch nicht wieso. Jetzt machen sie es auf jeden Fall und es ist echt eigentlich ganz cool. Also ich finde, das sieht schon ziemlich nice aus. Ich glaube halt nur, es wird extrem klein sein. Also zumindest auf den Screenshots sieht es eben irgendwie extrem klein aus. Aber ich habe es jetzt natürlich irgendwie noch nicht gesehen, was eigentlich auch unmöglich sein sollte, dass es bis jetzt jemand hat. Ja, dann das Black Wolf Rabbit Set. Das sagt mir persönlich jetzt nichts. 2023. Attribute, alles Stats plus 3 basically. Weiß ich gar nicht, warum es überhaupt Attribute hat, wenn das schon alles ist. Ein Set-Effekt scheint es nicht zu geben. Also ziemlich trash, I guess. Keine Ahnung. Und dann haben wir noch den Egg Basket 2022 gebunden. Und ja, das ist halt wie immer dieser Egg Basket mit den ganzen Power-Ups drinnen. Ultimate Weapon Jewel Lucky Box sind die Ultimate Jewels drin. Custom Jewel Lucky Box sind die Custom Jewels drin. Und Upgrade Material Lucky Box sind Ori's Moonstones Shining Ori Stone of Balance drin. Und Scroll Lucky Box, Scroll of Holy, Scroll of Blessing, Scroll of Resurrection und Scroll of Sprint. Mir fällt gerade aus, dass sie das irgendwie an die falsche Stelle gepackt haben in der Eventbeschreibung. Es würde mehr Sinn oder hätte mehr Sinn gemacht, das wahrscheinlich unter den Easter Basket 2024 zu packen. Aber gut, sei es drum. Jedenfalls, wenn ihr Level 15 oder höher seid, das ist jetzt Teil 2 vom Event, kann man bei normalen Monstern ab Level 15 oder höher das Item Easter Egg 2024 bekommen. 20 davon kann man dann gegen ein Easter Basket 2024 eintauschen. Ein paar der Sachen, die jetzt hier, wie gesagt, erläutert sind, sind jetzt hier in diesem Easter Basket drinnen. Also das ist das jetzt zum Beispiel Custom Jewel Lucky Box, Ultimate Weapon Jewel Lucky Box, bla 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 Lucky Box. Das ist ein Teil davon. Dann haben wir hier noch Fashion-Zeug, ganz, ganz viel. Ein paar Power-Ups haben wir drinnen. Und ja, größtenteils geht es also um Power-Ups. White Gummy Bear Zeug scheint keinen Effekt zu haben und ist nicht sehengebunden. Und das war es tatsächlich auch schon. Ja, ist nicht die Welt, sag ich mal. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlich drüber reden. Und dann haben wir auch schon die ersten Easter Eggs am Start.
Ja, zum Event kann ich natürlich nur sagen, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, naja, dass wir ein neues CS-Set bekommen oder auf jeden Fall ein CS-Set mit Effekten. Ja, ist offensichtlich leider nicht der Fall. Das heißt, bis Mitte April gibt es auf jeden Fall da ja kein neues CS-Set mehr. Oder was heißt Mitte April? 25. April ist ja Ende April, ne? Ja, ist ein bisschen schade, aber gut, ich meine, sag ich mal, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja gesagt, wegen dem Helm, den ich eventuell upgraden würde. Aber der Vorteil ist, wenigstens geht das Milli-Monka-Event jetzt noch ein bisschen länger. Und da kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Boxen farmen. Ich meine, es sind so nochmal fette 2 Wochen. Da sollte auf jeden Fall noch ein bisschen was zumindest zusammenkommen. Also wie viele Boxen habe ich nochmal? 100, oder? Genau. Ja, also ich schätze mal, es werden ja, über 200 auf jeden Fall. Und zumindest was ich gehört hatte, war ja, dass das CS-Set relativ unselten ist. Und ich brauche es ja auch wirklich nur einmal im Endeffekt. Also von dem her passt das dann eventuell schon. Und naja, wie schon gesagt, das sind halt überwiegend diese Power-Ups. Die Easter Egg Baskets waren eigentlich immer dafür bekannt, dass man da diese Easter Egg, obviously, Power-Ups rausbekommt. War ich persönlich tatsächlich noch nie Fan von. Also früher auch schon immer, habe ich eigentlich immer die Easter Egg Baskets verkauft, weil das sind ja auch Power-Ups, die man nur so kurz halten. Ich glaube, es gibt zwar mittlerweile auch, also es gibt ja verschiedene Eier, glaube ich, mit verschiedenen Laufzeiten. Aber für PvE waren die eigentlich von der Laufzeit meistens zu kurz, weil was bringt dir ein 5, 3 oder so? Selbst ein 10 Minuten Power-Up ist für PvE meistens nicht so geil. Also 20 Minuten will man da meistens in der Regel haben. Da wird man halt nicht irgendwie, keine Ahnung, pro Stunde 20 oder 30 Power-Ups verbraucht, weil es halt irgendwie einfach viel ist. Und man kriegt die auch nicht in so einer hohen Menge, dass man die jetzt da raustrashen kann. Oder zumindest, wenn man halt mehr auf Profit aus ist oder mehr halt Kohle verdienen will, dann tut es halt so weh, wenn du so viele Power-Ups verballerst, wo du weißt, jedes einzelne Power-Up hättest du auch für so und so viel Millionen Penya verkaufen können. Also ich war noch nie großer Fan davon und dieses Event sieht jetzt für mich ehrlich gesagt auch nicht nach einer großartigen Änderung aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie es letztes Jahr war, auswendig, müsste ich nachschauen. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, ist das Highlight eher dieses CS-Pad und ist halt leider sehengebunden auf jeden Fall. Sehengebundenes CS-Pad ist natürlich auch nicht so nice. Und ja, ich werde jetzt farmen, aber ich denke mal, ich werde meine Easter Egg Baskets dann wahrscheinlich verkaufen, weil ich wüsste einfach nicht, warum ich sie öffnen sollte. Ich brauche eigentlich gar nichts daraus. Und diese tägliche Quest werde ich halt auch wahrscheinlich nicht machen, weil da ist es eigentlich das gleiche. CS-Pad, ich habe jetzt ja sowieso den Drachen erst gekauft. Brauche ich auf jeden Fall nicht wirklich. Ich finde es cool, aber 20 mal die Daily Quest abschließen, also 1000 von diesen Eierfarmen. Ich meine, es würde es wahrscheinlich nicht ultra lange dauern, aber ein bisschen wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit für und auch nicht die Lust für ein CS-Pad, das ich, wie gesagt, an für sich sowieso nicht brauche. Und was war es dann noch? Dieses CS-Zeug und so ist mir momentan auch relativ egal eigentlich. Von dem her, leider für mich ein Event, wo ich auf jeden Fall passen muss. Also da fand ich jetzt die letzten Events eigentlich alle tatsächlich deutlich besser als das, muss ich sagen. Also aus meiner Perspektive halt, wie gesagt, wenn man jetzt auf die Power-Ups scharf ist oder so, dann findet man das Event wahrscheinlich ziemlich nice. Aber wenn man es halt nicht ist, ne, dann ist es halt immer so eine Sache. Also ich finde immer, man braucht eigentlich eine gesunde Mischung, dass irgendwie für jeden was dabei ist. Ich finde es eigentlich immer schlecht, vor allem wenn die Events so lange dauern. 4 bis 5 Wochen ist schon sehr lange, muss man sagen. Vor allem 5 Wochen, also 5 Wochen über einen Monat, muss man sagen. Das ist richtig krass. Da sollte es eigentlich immer so sein, dass für jeden was dabei ist. Und was jetzt da in dem Event, kann man sagen, fehlen würde, wäre auf jeden Fall ein CS-Set mit Effekten. Weil ich meine, alle Stats plus 3 bei dem Wolf, oder was war das, bei dem Black Gummy Bear, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches von beiden CS-Sets es war, aber ist ja egal, auf jeden Fall alle Stats plus 3, das ist ja basically wie keine Effekte haben. Und ja, was könnte man sonst noch in so ein Event packen? Gute Frage eigentlich, aber ja, ein CS-Set mit Effekten. Ich meine, wir haben ein CS-Pad, wir haben Power-Ups, wir haben ein bisschen Fashion, wir haben ein bisschen, wir haben Protects, G-Protect, Cancel, also ich meine, es ist eigentlich alles drinnen, außer ein CS-Set eigentlich. Kann man wirklich so sagen. Aber naja, da hatten wir jetzt halt im letzten Event erst eins und immerhin haben sie das Event ein bisschen verlängert. Finde ich aber auch ganz cool, dass, also im Discord hieß es, glaube ich, irgendwie, weil das Event so gut ankam oder so, dass sie es deswegen nochmal um 2 Wochen verlängern. Und das finde ich jetzt eigentlich auch echt cool, muss man sagen. Das wäre früher auch eigentlich undenkbar gewesen, selbst zu Websend-Zeiten oder so. Also ich meine, vielleicht wurde einmal ein Event verlängert. Aber dann wahrscheinlich nicht, weil es so gut angekommen ist, sondern eher, weil es technische Probleme gab, das Event zu beenden. Also dann war es wahrscheinlich eher irgendwie, das ist wahrscheinlich eher an der Kompetenz von Gala gescheitert, dass ein Event beendet wurde und nicht wirklich, weil die Spieler das so geil fanden. Also sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts so, wenn ich so zurückblicke, dass es das schon mal gab oder öfter auf jeden Fall, dass mal ein Event verlängert wird, weil wirklich gesagt wurde, hey, das ist hammergeil, warum beendet ihr das schon? Lasst das doch noch ein bisschen laufen.
Und das finde ich eigentlich echt cool, weil wie gesagt, ich finde das Event auch gut, auf jeden Fall. Einzige, was mich immer ein bisschen gestört hat, war das mit der Droprate von dem Kakao und der Milch. Aber gut, kann man nicht ändern, ist halt so. Ja, aber wie gesagt, wäre halt echt unlucky. Also wir haben jetzt ja dem letzten Event, Box Opening, wenn ihr euch erinnern könnt, wo ich noch auf der Jagd war nach dem Drachen, habe ich ja sehr viel, oder was heißt sehr viel Pech gehabt, aber auf jeden Fall Pech gehabt, würde ich definitiv sagen, dass wir da Pech hatten. Und ich hoffe jetzt, dass wenn wir hier ein Opening machen von den Milli-Monka-Boxen, dass wir halt wirklich das CS-Set bekommen. Vor allem wäre es halt so ein heftiger Flashback, weil es wissen wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute, aber vor 2 Jahren auf Dryad oder war es schon vor 3 Jahren? Ja, wahrscheinlich war es sogar schon vor 3 Jahren. 2021 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, 2022 war es sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Aber ja, 2021 war es so, dass ich auf Dryad auch nur eine extrem begrenzte Boxenzahl hatte von diesen Easter-Boxen. Keine Ahnung, vielleicht... Also lasst mich jetzt nicht lügen, ich habe keine Ahnung. 100, 200, was auch immer damals ist, wenig galt. Hatte ich von diesen Valentines-Boxen, war es ja damals, das war ja Valentines-Event, Valentines Sweetie Costume. Müsste auch Valentines-Event gewesen sein. Jetzt ist es halt dieses Milli-Monka-Event, aber das ist ja egal. Jedenfalls hatte ich damals auch nur so eine sehr begrenzte Anzahl an Boxen und viele meinten halt, oh, ich habe 100 Stück geöffnet, kein einziges Set-Teil von dem CS-Set bekommen. Ich habe 500 Stück geöffnet, nur 2 Teile, pipapo. Also das Feedback war extrem schlecht, was diese Boxen anging. Und ich hatte, wie gesagt, weniger als die meisten, weil ich da, keine Ahnung, nicht für so viel Zeit hatte oder nicht so viel gefarmt habe. Weiß es nicht mehr so genau. Ich habe mich auf was anderes konzentriert, als dieses Event zu farmen. Irgendwie so. Und dann habe ich ein Box-Opening gemacht und habe das komplette Valentine's Sweetie Costume Set gezogen. Alle 4 Teile im richtigen Geschlecht. Das war pervers geil, muss man sagen. Also das war wirklich, da kann ich mir jetzt noch daran erinnern, das Box-Opening. Da waren alle neidisch oder da war jeder sauer dann, weil es bei mir so ultra gut lief. Also besser geht's quasi nicht. Und das war echt geil, muss ich sagen. Also das wäre natürlich ein heftiger, cooler Flashback, wenn wir das nochmal hinbekommen könnten. Aber das ist mein Kakao voll, oder was? Ah, okay, ich habe mich gerade schon gewundert. Mein Kakao ist voll. So, dann löschen wir hier doch einfach was. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, wenn wir es nicht bekommen, ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, im Endeffekt, eigentlich brauche ich ja wirklich nur die Teile, die mir auch was bringen, weil ich glaube, vom reinen Set-Effekt her müsste ich tatsächlich auch nachschauen, aber besser als 10% PvE wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Also von dem her, ja, kein Weltuntergang, aber cool wäre es natürlich trotzdem. Und jetzt mit diesen 2 Wochen extra Zeit hat man da auf jeden Fall nochmal eine gute Chance. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also neues Event ist am Start und ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr so von dem Event haltet, was ihr euch holen werdet. Und ansonsten, was ihr von dem CS-Bett haltet, wäre vielleicht noch ganz interessant. Oder falls es jemand weiß, vielleicht wurde es ja im Discord vielleicht geschrieben von einem Game Master oder so, wie groß das CS-Bett ist. Also ich finde, auf dem Screenshot sieht es extrem klein aus. Ungefähr so groß wie der Rudolf. Oder von den Proportionen so wie der Rudolf, also vielleicht ein kleines bisschen größer. Weil die Queen Antonis hat ja so ein hohes Model in Anführungszeichen. Aber wirkt auf dem Screenshot schon sehr klein, muss ich sagen. Also, ja, vielleicht weiß da jemand mehr. Wenn nicht, dann sehen wir es ja spätestens, wenn die ersten Leute damit rumlaufen. Und ja, wie gesagt, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.